Hallo Mädels und Jungs, hier könnt ihr schon meine Bluetooth-Gegensprechanlage sehen, wie sie eingebaut ist. Den Einbau selbst habe ich nicht mitgefilmt, aber wie ihr hier sehen könnt, ist beim Schuberth C3 diese Platte nicht eng anliegend, sondern hat ein wenig einen Abstand, was aber nichts macht, weil sie hält wirklich extrem fix. Dieses Zäpfchen, das ihr hier sehen könnt, ist, um die Sprechanlage herunterzunehmen. Das heißt, die ein wenig nach hinten drücken und dann nach oben schieben und hier einfach das Kabel abstecken und dann habt ihr die Sprechanlage in der Hand. Natürlich schon etwas schmutzig oder noch etwas schmutzig, gehört wieder gereinigt und ja, hat die Bedienknöpfe. Die Fernbedienung ist schon am Motorrad montiert. Ja, und jetzt zeige ich euch noch, wie man das einbaut beim Schuberth. Da ich ja auf der rechten Seite die Kamerahaltung habe, habe ich es auf der linken Seite eingebaut. Und hier auf der linken Seite muss man aufpassen mit diesen Akustikkragen, wie sich das hier nennt. Das ist normalerweise hier in einer kleinen Schiene drinnen. Und hier muss man das einfach hineinschieben und muss aufpassen, dass man vom Sonnenvisier, das hier durch diesen Schieber betätigt wird, die Seilzüge nicht klemmt. Ansonsten reinschieben, anschrauben und dann die Kabeln verlegen. Die Lautsprecher selbst sind mit einem Klebebett gekommen, das mit einem Klettverschluss dann die Lautsprecher hineingemacht werden. Da die Lautsprecher selbst, also die sind in einer Tasche drinnen und haben ein Klettpad hinten mit einer selbstklebenden Folie. Und beim Schuberth ist dieser Ausschnitt, also diese Öffnung, leider nicht groß genug. Und das muss man etwas vergrößern. Ich habe es nicht vergrößert und hatte dann das Problem, dass es dann nach eher 3 bis 4 Stunden später, wenn man den Helm bei einer Tour trägt, anfängt etwas auf den Oberteil des Ohrs zu drücken. Also am oberen Ende des Ohrs fängt es ganz leicht an zu drücken. Nicht extrem unangenehm, aber natürlich nach mehreren Stunden kann es dann unangenehm sein. Das Mikrofon habe ich nur hineingelegt, ist aber leider hier etwas zu lang. Das gehört eigentlich fast bis hier hineingeschoben, da der Schaumstoff, der hier drauf ist als Windschutz, sehr massiv ist und dann vorne am Helm ansteht und doch etwas den Mund berührt und das etwas irritierend sein kann bei längeren Fahrten. Also das gehört ungefähr hier um mindestens die Hälfte kürzer gemacht, das heißt weiter hineingelegt, damit das Mikrofon nicht störend ist, auch beim Auf- und Absetzen des Helmes. So, und jetzt noch nehme ich das Innenfutter heraus, damit ihr dann sehen könnt, was es mit den Ausschnitten der Lautsprecher auf sich hat. So, und die Routen, die ihr hier seht, sind die Druckknöpfe, mit dem das Innenfutter des Helmes hineingedrückt wird und damit es an ihrer Position bleibt. Und das ist das, was ich gemeint habe. Hier diese Tasche, die mittels Klebeverschluss auf diesen selbstklebenden Pad festhält. Und die steht hier oben und hier unten etwas über den Rand drüber. Und das muss man ein wenig ausschneiden, damit dieser Rand hier einen nicht oben am Ohr drückt, da ja
der Lautsprecher dann etwas aufträgt. Natürlich kann man ihn aus der Tasche auch rausnehmen, das ist relativ einfach. Und sehr easy. Das ist im Prinzip der Lautsprecher und ja, man könnte ihn auch mit einem doppelseitigen Klebeband hineinkleben auf der Rückseite und dann würde überhaupt nichts auftragen. Noch besser wäre es, dieses Klebepad wegzulassen, etwas auszuschneiden und hineinzulegen, da durch die Drückknöpfe der Lautsprecher sowieso nicht verrutschen kann und euch dann natürlich auch am Ohr nicht stört bzw. nicht aufträgt. Aber wie gesagt, hier und hier muss man eine Kleinigkeit wegschneiden, nur dass dieser Rand eben nicht höher wird und euch drückt. Ja, prinzipiell war es das. Zum Einbau, lasst euch Zeit, macht es in Ruhe, dann funktioniert alles hervorragend. Ich war wirklich extrem gut überrascht. Meine Routenansagen haben toll funktioniert. Allerdings war ich am Anfang etwas überrascht, weil es sehr leise war. Da ich aber drauf gekommen bin, dass bei meinem Handy die Medienansagen sehr leise gestellt waren und das aber wieder eine eigene Einstellung noch mit Bluetooth hat und das eine das andere beeinflusst, waren sie sehr leise. Also man muss zuerst die Medienlautstärke ganz laut drehen und dann kann man per Bluetooth noch laut drehen. Und wenn das ganz laut ist, dann kann man auf der Bluetooth-Helmsprechanlage auch noch laut und leise drehen. Und damit hört man die Ansagen. Telefonieren bei 100 km/h war überhaupt kein Problem, hat super toll funktioniert. Und ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil es extrem gut ist. Wenn man Radio hört und es kommt ein Anruf, wird der Radio sofort stumm geschalten und das Telefongespräch kann man reinschalten oder annehmen oder ablehnen. Während des Telefonats werden im Hintergrund aber trotzdem Routenansagen durchgesagt. Der Radio wird auch immer weggeschalten, wenn man Routenansagen hat. Also es funktioniert einfach wirklich toll. Man kann sich mehr aufs Fahren konzentrieren und braucht nicht immer aufs Display schauen. Hat natürlich auch Verkehrsinformationen, beziehungsweise man kann, wenn man jetzt weiter weg ist und die Bluetooth-Sprecheinrichtung nicht mehr so weit übertragen würde, könnte man seinen Partner anrufen, ja, und mit ihm kommunizieren, wo er gerade ist oder was passiert ist. Also ich kann es nur empfehlen, ist wirklich toll. Und ja, meine ist natürlich den Preis wert, da sie ja gerade mal 104 Euro gekostet hat und alles das beinhaltet, was ich benötige, muss ich sagen, ja, top, jederzeit wieder. Somit bleibt mir nur mal eines zu sagen, natürlich wie immer, das heißt, oben bleiben und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, und falls ihr Fragen habt zu einer Helmsprechanlage oder zu dieser, könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben, unten in den Kommentaren. Ich versuche natürlich alle zu beantworten. Keine Frage. Ciao.